Der Weltbevölkerungsanstieg, der steigende Bedarf nach tierischen Lebensmitteln, der zunehmende Eiweißhunger, der Verlust an Biodiversität und auch der Klimawandel sind für die Erde und die Menschheit eine große Herausforderung. Die Landwirtschaft ist von diesen Entwicklungen direkt betroffen. Sie kann aber auch eine Schlüsseltechnologie zur Lösung dieser Probleme sein. Im 4 Jahre dauernden europäischen Farm for More Projekt untersuchen wir Strategien und Technologien zur Verminderung des Klimawandels. Gemeinsam mit Partnern aus Irland und Österreich arbeiten wir aber auch an Möglichkeiten zur regionalen Eiweißversorgung von Nutztieren. Dabei wird auch dem Systemansatz der biologischen Landwirtschaft große Beachtung geschenkt. Grünland und Feldfutter sowie Meeresseegras haben ein großes Potenzial, um wertvolle Aminosäuren zu liefern, ohne dafür knapper werdende Ackerflächen zu benötigen. Mehr als 2/3 der globalen landwirtschaftlichen Flächen entfallen auf Grünland. Das schwer verdauliche Futter kann derzeit überwiegend nur von Wiederkäuern genutzt werden. Die Ressource Meeresseegras wird heute für den Lebensmittelkreislauf nicht verwendet. Im europäischen LIFE-Projekt Farm for More arbeitet die HBLFA Raumberg-Gumpenstein an Innovationen zur Gewinnung von Eiweiß aus diesen Quellen mit. Wir stellen Silagen her und pressen diese nach der Vergärung ab. Aus dem Presssaft wird das Eiweißkonzentrat hergestellt und in der Fütterung von Hühnern und Schweinen untersucht. Auch der Kleegras-Presskuchenrückstand wird hinsichtlich Wiedersiliereignung, Futterqualität und Fütterungseinsatz bei Wiederkäuern untersucht. In Niederösterreich wird derzeit von TBW Research eine grüne Bioraffinerie zum Abpressen von Silagen und zur Herstellung des Eiweißkonzentrats in großem Stil aufgebaut. Die erzielten Ergebnisse aus der Forschung und den Pilotstudien werden einer strengen Bewertung nach technischen, ökologischen und ökonomischen Kriterien unterzogen. Die gewonnenen Eiweißkonzentrate sollen in einem ersten Schritt insbesondere zu Verbesserungen der Eiweißversorgung in der biologischen Landwirtschaft beitragen. Durch den Verzicht auf Monokulturen, eine gute Fruchtfolgegestaltung, Umsetzung von Dauerbegrünungen, die Düngung mit kohlenstoffreichen organischen Komponenten, eine schonende Bodenbearbeitung und ausgeglichene Nährstoffbilanzen kann ein landwirtschaftlicher Beitrag zur Optimierung des Wurzelwachstums und zum Aufbau von Humus als Kohlenstoff-, Wasser- und Nährstoffspeicher geleistet werden. Auch der Kohleeinsatz als Bodenverbesserer bzw. als Futterzusatzstoff wird in diesem Zusammenhang diskutiert und im Fütterungseinsatz geprüft. Futterkohle ist Pflanzenkohle, die sehr strengen Qualitätsrichtlinien entsprechen muss. Kohle verfügt generell über eine sehr hohe Adsorptionskapazität, wodurch beim Fütterungseinsatz verminderte Emissionen auftreten können. Im Rahmen des LIFE-Projektes Farm for More prüft die HBLFA Raumberg-Gumpenstein die Wirkung von Futterkohle, hergestellt aus Hartholzschnitzeln. Diese werden in der Geflügelmast und in der Milchviehhaltung eingesetzt. Neben den tierischen Leistungs- und Tiergesundheitsdaten werden auch die Emissionen qualitativ und quantitativ erfasst. Hier können Sie einen Blick in unsere Respirationskammern werfen. Mit Hilfe dieser Technologie können wir die Emissionen sehr genau und umfassend messen. Im Farm for More Projekt prüfen wir, ob beispielsweise die Methanproduktion von unseren Milchkühen durch Biokohlezufütterung gesenkt werden kann.
In der Steiermark wird von der Biochar Energy GmbH aktuell eine transportable Kohleherstellungsanlage für den bäuerlichen Einsatz entwickelt und geprüft. Das LIFE-Projekt wird von europäischer Seite finanziell unterstützt, weil darin eine Möglichkeit zur nachhaltigen Bereitstellung von hochwertigem Eiweiß direkt aus Europa und ohne Ackerflächenkonkurrenz gesehen wird. Im Vergleich zur immer noch vorhandenen Rodung von Urwaldflächen in Südamerika sollen durch die im Projekt untersuchten Strategien viele negative Umweltwirkungen verringert werden. Großes Interesse besteht von Seiten der EU auch an den Ergebnissen zum Reduktionspotenzial klimarelevanter Emissionen durch den Einsatz von Futterkohle in der Fütterung. Die gesamten Projektkosten liegen bei 5,5 Millionen Euro, welche durch Fördermittel der Europäischen Kommission, des irischen Department of Environment, Climate and Communication, dem Bundesministerium für Landwirtschaft, Regionen und Tourismus sowie durch die beteiligten Projektpartner aus Irland und Österreich gedeckt werden.